Hier habe ich ein Garnknäuel und jetzt sind wir bereit zum Stricken. Wir machen zuerst eine Anschlagsreihe. Das ist eine Vorbereitungsreihe, bevor man die Maschen macht. Ich gehe hier mit dem Garn und wickle es um die Stiftchen herum. Achtet darauf, dass das Garn sich hier auf der Innenseite kreuzt und nicht auf der Außenseite. Der Anschlag ist der Basis für viele Muster. Wir werden jetzt ein glatt rechts gestricktes Muster machen. Wir nehmen unsere letzte Schlaufe hier und drehen das einfach einmal rum, so dass es so extra gekreuzt da ist. Wir wickeln das Garn um die letzte Stifte und machen unsere erste Masche, indem wir das Schlaufe nehmen und bringen das über die Spitze unseres Stiftes. Und hier ist unsere erste Masche. Wir machen das nochmal. Ich wickle es um unsere Stiftchen hier. Ich fasse den unteren Schlaufe an, bringe nur den hier über den Stift und wieder auf der anderen Seite. Und wenn wir hier am Ende angekommen sind, stricken wir die letzte Masche und dann wollen wir zurückfahren. So, wir stricken erstmal nochmal diesen Stift. So, boom, das war zweimal gestrickt. Und fahren dann zurück, wie normal. Und irgendwann hast du so ein Stück, der hier runterkommen wird. Ich habe hier was vorbereitet, damit ihr dann sieht, wie das gehen konnte. So, hier ist ein längeres Stück. Ich habe hier mit so braun und lila Streifen gestrickt. So sieht das aus. Das kommt hier runter. Und wenn ihr schon genug gestrickt habt, müssen wir dann hier abketten. Das heißt, abketten ist, wenn man das Strickstück hier beenden will. Und wir machen unsere letzte Reihe, damit die Maschen nicht aufgehen. Ich nehme hier braun, weil dann seht ihr das besser. Ich nehme eine Masche. Ich bringe die Masche auf den nächsten Stift und wir haben zwei Maschen hier. Ich bringe unsere Garn hier. Ich wickle das um den Stift und bringe die zwei Schlaufen hier, beide, hoch und rüber. So. Und wir haben so unsere neue Masche. Ich nehme die neue Masche, bringe das auf den nächsten Stift. So. Unser Garn werden wir hier umwickeln und nochmal die zwei Schlaufen hoch und rüber. So. Und einfach weiter. Wir sind fast auf dem letzten Stift. Ich mache noch eine Masche hier, bringe das hier rüber. Wir machen noch unsere letzte Masche. Und wir haben nur eine Schlaufe auf einem Stift, unsere letzte. Jetzt nehmen wir vielleicht 20 cm von unserem Garn, unsere Schere nehmen und dann schneiden wir. Und dann ziehen wir das Garnende hier durch die letzte Masche und ziehen. Und das macht unsere Ende. Ich kann das einfach abschneiden. Und das macht eine feste Kante. Und jetzt zeige ich euch, wie man rund strickt. Wir machen unseren Anschlag, aber jetzt machen wir in einer Runde. Wir machen es genau wie zuvor, machen hier Schlaufen. Und hier am Ende gehen wir einfach rüber auf der anderen Seite. So, alle Stiftchen sind jetzt belegt und jetzt gehen wir direkt auf der erste und machen eine Masche. So. Und gehen weiter.
Das könnt ihr für immer machen und so einen riesigen Schlauch machen, große Socke, was auch immer. Aber wir werden jetzt weitergehen und ich zeige euch Rippenstrick. Das ist unser Rippenstrick. Ihr könnt das merken, indem es ganz genau aussieht von vorne als von hinten. Der ist auch sehr elastisch. Und so können wir jetzt anfangen. Wir fangen an mit unserem Anschlag für den Rippenstrick. Das funktioniert ein bisschen anders, indem wir so eine Zickzackmuster machen. Ich zeige euch, wie das jetzt geht. Wir machen erstmal eine Schlaufe hier auf dem ersten Stiftchen und dann gehen auf der anderen Seite und machen dort eine Schlaufe. Dann gehen wir auf eine Seite, unsere Seite hier, und gehen auf der anderen Seite. Ihr müsst immer die Schlaufe hier nach vorne auf der Seite machen und nicht hier hinten. So. Das ist unsere letzte Masche. So, wenn wir jetzt stricken wollen, wir gehen wieder zurück. Auf der Außenseite unseren Stift hier, machen unsere erste Masche so. Boom. Und dann gehen auf der nächsten diagonal hier rüber. Wir gehen nicht hier rüber, wir gehen hier diagonal rüber. So. Und dann gehen wir auf den nächsten Stift hier. Wir folgen unsere Zickzackmuster. Wir machen unsere letzte Masche hier und dann werden wir zurückstricken. Und wir stricken immer in unserem Zickzackmuster jetzt. So immer hin und her. Ihr wisst jetzt, wie man hier rechts strickt, einen Schlauch strickt und hier wie ein Rippen strickt. Ich zeige euch jetzt, wie man verschiedene Materialien aus Garn recyceln kann. Claudia Skoda hat ganz viel mit Materialien experimentiert. Sie hat mit verschiedenen Kassettenband gestrickt, Bast gestrickt. Wir beginnen mit dem T-Shirt, weil das ist ein sehr elastisches Material und wir zeigen euch eine schnelle Methode, wie man so eine Garn herstellen kann. Zuerst falten wir unsere T-Shirt in der Mitte. Wir lassen hier 5 cm Abstand von der Kanten. Ich schneide zuerst hier von der Achsel bis hier rüber. Jetzt werde ich hier den Saum abschneiden. Drehen wir das Stück um. Hier sind unsere beiden Kanten, hier ist unser gefalteter Rand und ich werde hier Linien durchschneiden. Wir schneiden hier aber nicht zum Ende, wir schneiden nur durch die erste Kante und vielleicht 2 cm vom Rand. Und so bearbeitet ihr die ganze Fläche. Fertig. Wenn ihr damit fertig seid, dann falten wir das ganze T-Shirt aus. Wir wollen hier unsere Kante sehen, wo es hier diese Leiter gibt. Okay, jetzt haben wir diese Leiter und wir müssen hier diagonal schneiden. Das erste schneiden wir frei. So. Der nächste gehen wir von hier darüber. Und am Ende habt ihr sowas wie eine Y. Das könnt ihr einfach frei wegschneiden. Das ist unser neues Garn. Wir ziehen erstmal ein End. Es sieht wie eine Bändchen aus, aber wenn ihr das zieht, der wird sich zusammenrollen. Und dann sieht es wie ein sehr schönes Garn aus.
Ich ziehe einfach das ganze Roller. So. Das ist unser neues Garn und ich werde es jetzt zusammenrollen. Und fertig. Habt ihr alte Kassetten zu Hause? Das könnt ihr auch stricken. So, habt ihr alte Jeans zu Hause? Das könnt ihr auch so stricken. Jedes Material hat so einen anderen Effekt. Hier habe ich auch Leder gestrickt. Das ist ganz steif, aber auch ganz stark. Probier einfach viele Sachen aus. Wir haben eine kleine Anleitungs-PDF für euch gemacht, wie ihr eine Einkaufsbeutel stricken könnt. Den PDF findet ihr im angehängten Link. Es gibt natürlich viele Möglichkeiten, was ihr mit dieser Strickmaschine machen könnt. Wir hoffen, unser Anleitungsvideo hat euch gefallen und kommt in der Ausstellung von Claudia Skoda hier am Kulturforum und lasst euch weiter inspirieren.